So, bevor wir wegfahren, müssen wir noch schnell die Gewindestangen setzen. Die sind nämlich sehr wichtig, damit die Zangen auch tragfähig werden. Wir haben momentan nur Schrauben, die was sie in Position halten, aber sie können noch nicht ihren Dienst ausführen, nämlich den Dachstuhl zu tragen. Deshalb machen wir das jetzt. Gib mir bitte den Hammer. So. Haben wir jeweils so Viereckscheiben. Es sind 12 mm Gewindestangen. So, dann mache ich einmal einen Schlagschrauber bitte und die Gabelringschlüssel. Das Ganze machen wir jetzt bei jedem Zangenpaar, was schon montiert ist. Teilweise ist nur eine einfache Zange montiert, da können wir es noch nicht machen, aber wenn wir das überall machen, wo schon beide montiert sind, dann sollte das ausreichen. Es ist nämlich die kommenden Tage Schnee angesagt und es könnte auch relativ viel Schnee werden. Ja, hallo ihr Lieben, also wir haben hier momentan definitiv einen Zwangsbaustopp, weil wir minus 10 Grad haben. Da können wir leider nichts mehr tun, wir haben es nicht geschafft, die Fenster zu montieren und den Rauchfang hochzumauern, also können wir nicht einheizen und es zieht auch wie durch ein Vogelhaus. Ja, das ist halt so im Leben, man kann nicht immer alles rechtzeitig schaffen. Somit werde ich heute einfach, also ich habe jetzt einmal hier das XPS angeliefert, frisch aus Polen. Das werde ich aber nicht abladen, ich hänge einfach den Hänger ab. Dann gehe ich rein und werde ein bisschen aufräumen, bis es mir einfach zu kalt ist und dann fahre ich wieder heim. Also, schön, dass ihr dabei seid, viel Spaß bei dem Video. So, das hier ist natürlich ein kleines Problem. Ich versuche jetzt einmal den Wasserkocher zu enteisen und hoffe, dass er nicht kaputt ist. Das ist nämlich einfach nur mehr pures Eis. Ich denke, ich lasse ihn lieber immer wieder mal kurz ruhen, damit er nicht abbrennt oder ich weiß nicht, was da jetzt passiert. Ich denke, es taut schon langsam auf. Ich friere aber schon langsam ein. Ich habe mir jetzt einmal alle Lagen an Arbeitsgewand angezogen, die es hier auf der Baustelle gibt. Und jetzt begeben wir uns einmal hinauf aufs Stockwerk. Und dann zeige ich euch einmal, was hier passiert ist. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Oh, yep. Die letzte tragende Zwischenwand ist drin. Super. Freuen wir uns natürlich sehr, dass das endlich hochgemauert ist. Den Rauchfang haben wir noch nicht gemacht. Der braucht nämlich 5 Grad für den Keramikkleber. Plus 5 Grad, damit der richtig fest wird. Deshalb warten wir noch, bis wir wieder die 5 Grad haben. Und danach wird der Rauchfang hochgemauert. Dann kommen die Fenster rein. Und dann
ja, dann ist hoffentlich möglich, dass wir hier drin einheizen. Ich werde jetzt hier mal die Sägespäne alle wegräumen, aufräumen, die Ziegel entfernen, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir brauchen ab jetzt nur mehr 10 und 12 cm Ziegel. Der Wasserkocher hat überlebt, das heißt, es gibt jetzt einmal heißen Tee. Derweil richte ich die Kamera her, mache oben Licht und dann geht's los. So, jetzt bin ich einmal soweit fertig für heute. Es ist ziemlich kalt. Ich fahre jetzt heim. Morgen soll es nicht mehr so viele Minusgrade haben, da werden wir das Ganze vorantreiben. Also, schön, dass ihr dabei seid und bis morgen. Hallo ihr Lieben, der Chauffeur hat mich gerade angerufen. Die Fenster sind in einer halben Stunde da. Das heißt, ich fahre jetzt mal auf die Baustelle, dann werden wir das Ganze abladen. Leider ist es draußen schon dunkel, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht viel filmen können. Erst wenn sie abgeladen sind, dann zeige ich sie euch eventuell, falls ich sie auspacke, oder sonst seht ihr sie, wenn wir sie einbauen. Aber ja, jetzt begebe ich mich mal auf die Baustelle. So, die Ladung ist abgeladen. Die ganzen Kartons. Hier große Fenster, dahinter kleine Fenster. Dann haben wir ja auch noch einen Haufen Kartons. Das ist die ganze Elektronik, wieder Kartons. Einmal die Lichtkuppel. Ja. So sieht das Ganze aus. Es ist alles abgeladen. Mehr kann ich euch heute hier nicht zeigen. Das heißt einfach nur, dass die Fenster jetzt angekommen sind. Wir werden sie hier aber genauso auch stehen lassen, weil wir sie so schnell noch nicht einbauen können. Das Deckmaterial haben wir ja. Das habt ihr im letzten Video gesehen, dass wir die Dachdeckung schon bestellt haben. Aber eben im Winter geht ja keiner aufs Dach. Deshalb bauen wir auch die Dachfenster noch nicht ein. Aber im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist, machen wir das Dach und dann werden die Fenster auch eingebaut. Das Dachmaterial holen wir wahrscheinlich schon nächste Woche. Also, obwohl wir vor einem Monat ungefähr schon sehr verzweifelt waren, dass das nichts mehr wird, mit den Baumaterialien haben wir es jetzt doch geschafft, aus den verschiedensten Ländern die Materialien zu besorgen. Also diese Fenster kommen von Rumänien, aus dem Velux-Werk in Rumänien, und das Blechdach kommt aus Polen. Und somit haben es wir auch geschafft. Ja, ist halt leider schade, wenn man das hier in Österreich sich nicht mehr leisten kann. Ja, aber das ist halt so. Ja, diese Fenster, genau das gleiche, hätte in Österreich 8.500 Euro gekostet. In Rumänien haben wir jetzt 6.800 Euro bezahlt. Beim Dachstuhl, da hätte das in Österreich zwischen 8.500 und 10.000 Euro gekostet, und in Polen haben wir 5.800 bezahlt. Ja. So viel zur Bilanz, warum wir ins Ausland gegangen sind und warum es sich auch ausgezahlt hat. Schön, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns morgen oder sonst beim nächsten Video. Ciao! So, wir sind gerade eingetroffen auf der Baustelle. Das Fahrzeug ist am Rand oben vollgestopft. Mein Vater hat die Fahrt gemacht nach Polen. Er hat das Dachmaterial abgeholt, Dachdeckmaterial. Jetzt hängen wir den Hänger ab, laden das alles hier aus auf der Baustelle. Das ist die ganze Ladung. Einige Kartons mussten auch auf dem Hänger, damit ich jetzt mitfahren kann. Hier sind die Regenrinnen, da sind durchsichtige Elemente fürs Carport. Das ist das Pfannenblech. Pfannenblech, diverse Blechmaterialien, durchsichtige Elemente und da drüben dann die Regenrinne. Ja, ihr Lieben, wir sind gerade auf der Baustelle, ein kurzer Check. Es ist Heiligabend, aber schon spät. Wir kommen gerade von meinen Eltern von der Feier. Jetzt haben wir noch kurz hier eine Runde gemacht auf der Baustelle, ob alles in Ordnung ist. Ja, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu.
Wir dürfen jedoch stolz zurückblicken, weil ja, wir haben einiges geschafft. Stolz und dankbar. Genau. Ja, also das Jahr war sehr ereignisreich, sehr arbeitsreich. Zwischendurch gab es Phasen, also wo zumindest ich mir gedacht habe, boah, jetzt brauche ich echt mal Pause und Ruhe. Ich schaff's nicht mehr, weil wirklich jeden Tag Baustelle, also ja, die ganze Woche durch, ständig. Aber jetzt, wenn man sich das so anschaut, dann sieht man natürlich, was vorangegangen ist. Das Ganze nimmt Formen an und motiviert uns auch dementsprechend. Vorgestern hat mein Vater die Abholung aus Polen gemacht, nämlich von unserem Dachdeckmaterial, Regenrinnensystem, Carport-Deckmaterial, also das haben wir jetzt auch alles bekommen. Da fällt uns natürlich auch eine Riesenlast von den Schultern, weil es war echt nicht einfach, das zu bekommen, vor allem zu einem vernünftigen Preis für uns. Und ja, das ist auch ein sehr schöner Jahresabschluss für uns. Und ja, die Fenster haben wir bekommen, das wisst ihr ja schon. Ich glaube, das haben wir schon gezeigt. Also die Dachfenster, die normalen Fenster haben wir sowieso schon seit einem halben Jahr oder so lagernd hinten. Nicht ganz ein halbes Jahr. Wir haben es verfrüht bestellt, weil da gerade die Teuerungsphase begonnen hat und wir wollten noch mit der letzten Welle dabei sein, wo es noch leistbar war. Bei den Dachfenstern waren wir schon mittendrin in der Teuerungsphase. Ja. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, wann eine Wärmewelle kommt. Also jetzt ist es ja gerade sehr warm. Wir haben, glaube ich, 10 Grad und man sieht es auch an uns, wir haben nicht sehr viel an. Aber ja, trotzdem werden wir jetzt die Tage einmal Ruhe geben, weil einfach Weihnachtsfeier bei den Familien, Freunden anstehen. Und danach schauen wir mal, wie dann das Wetter ist. Wenn es so warm bleibt, dann können wir dann auch die Fenster angehen. Die normalen Fenster würden wir gerne einbauen, damit wir die Baustelle vorantreiben können, auch wenn es kälter ist. Ja, aber dazu dann im nächsten Video. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Heiligabend mit euren Liebsten, Verwandten, Bekannten. Wir wünschen euch heute noch einen schönen Christtag und dann auf alle Fälle frohes neues Jahr. Gottes Segen im neuen Jahr und ich denke, wir sehen uns dann in der ersten Jännerwoche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und schön, dass ihr dabei wart dieses Jahr, uns begleitet habt und bis bald.